they were conquering the land west of the Jordan. Ganz oben können wir sagen, okay, sie haben das Land westlich des Jordan eingenommen. Because now from chapter 13 it's about distributing the land. Denn jetzt, ab Kapitel 13, geht es darum, das jetzt zu verteilen. And it's interesting, it's again a geographical arrangement. Und auch dort ist es wieder geografisch angeordnet. It's a repetition of what Moses already did east of the Jordan. Das ist eine Wiederholung dessen, was Mose schon getan hat, östlich des Jordan. Then we have the south, the middle and the north. So Dann the haben wir order den has Süden, changed. die Mitte und den Norden. Jetzt So geht es they go andersrum. south up. Huh? Jetzt gehen von Süden hoch. How they divided the land. Wie sie das Land aufteilen. What we saw on the map with the territory. Was wir vorhin schon gesehen haben auf der Karte. Okay. So the book is very carefully arranged. Das Buch ist ganz sorgfältig angeordnet. Now, at the end of the distribution, we have a few special cases. Und am Ende der Verteilung haben wir dann noch die Sonderfälle. We have in chapter 20 the cities of refuge. Im Kapitel 20 haben wir die Zufluchtsstädte. What are they for? Wofür sind die? Helft mir. Wenn jemand umgebracht hat, aber nicht extra zu umfliegen konnte. Yep. If somebody killed somebody accidentally, they could flee there. Now, normal reaction if someone kills another person is the family gets back to you. Die normale Reaktion, wenn jemand umbringt, ist, die Familie geht hinter dir. And they don't just ring at the doorbell. Und die klingeln nicht freundlich an der Tür. They kill you. Die bringen dich um. That's the culture of that time. Das ist die Kultur damals. Okay, so in order to prevent that happen, if the killing was innocent, we would say an accident. Und um das zu verhindern, also wenn das nicht vorsätzlich war, sondern fahrlässige Tötung, They had three cities in east of the Jordan and three in the west, gab es 3 Städte östlich des Jordans, 3 Städte im Westen. where these people could run to, and you really had to run most Da konnten die probably. Leute hinrennen und die mussten meist auch rennen. And it was like a safeguard. If you're there, nobody can touch you. Und das war wie ein sicherer Zufluchtsort. Wenn du da bist, kann dich keiner anrühren. First, a trial, Es gibt erst eine Verhandlung. which means the leaders of the tribes of the people involved would need to sit together, sort it out, and decide. Das heißt, die Leiter der beteiligten Stämme müssen zusammensitzen und das klären. So it was actually a provision for a legal system. Das waren eigentlich die ersten Vorkehrungen für ein Rechtssystem und Rechtsverfahren. So God was giving them social structure. Gott gab ihnen soziale Strukturen. Okay. We also had after that the cities of the Levites, Danach werden die Städte der Leviten erwähnt. which are the places where the Levites live. Das sind die Orte, an denen die Leviten leben. So they had an income. Dass sie ein Einkommen haben. They could work with the temple. They got meat from there occasionally, Sie konnten mit dem Tempel arbeiten, haben dort Fleischnachschub or gehabt. actually the tabernacle, Oder die Stiftshütte damals noch. and they would have means for agricultural income. Und sie hatten auch landwirtschaftliches Einkommen. But interesting is that the cities of refuge are also at the same time cities of the Levites. Das Interessante ist, dass die Freistädte waren gleichzeitig auch die Städte der Leviten. So, basically, no tribe of, let's say, Naphtali had a city of refuge. Only the Levites had cities of refuge. Also die Freistädte gehörten nicht dem Stamm Naphtali, sondern die gehörten ausschließlich den Leviten. So, it would not be a tribe who could make his influence that says, it's our city, we decide this way because we hate the other guy. Also die Stämme konnten keinen Einfluss nehmen in diesen Rechtsverfahren, weil sie sagen, ja, das ist jetzt unsere Stadt und den lassen wir nicht rein oder irgendwie, wir wollen es anders machen. God basically took the protection out of the tribal system and put it into a neutral or religious system. Gott nahm den Schutz aus dem Stammesgebiet heraus und setzt ihn bewusst in ein religiöses, neutrales System. So the Levites, who cannot defend tribal interests, they would take care of these issues. Die Leviten, die ja kein eigenes Stammesinteresse hatten, die konnten sich um diese Dispute kümmern. So it's quite smart, actually, these chapters here. Es war recht clever, wenn man die Kapitel They genau talk a anguckt. lot about social structure, legal system, and so on. Sie reden viel über Sozialstrukturen, Rechtssysteme und so weiter. And then we have the return of those tribes who go back to the east. They were helping. Dann haben wir die Rückkehr von den Wehrpflichtigen der Stämme aus dem Osten, die jetzt zurückkommen nach Hause. And we have this story with the altar where there was simply a misunderstanding which they sorted out. Und wir haben die Geschichte mit dem Altar, das war ein riesen Missverständnis, aber das konnten die glücklicherweise klären. The guys in the west thought they start worshipping
other gods, Die and they Typen, got angry. die Typen im Westen dachten, hey, ihr betet jetzt eigene Götter an und wurden sauer. And the others said, no, it's not for worshipping, it's just as a sign of witness. We don't use it, we just make it. Und die anderen sagen, nein, wir beten das Zeugs nicht an, das ist nur ein Zeugnis und als Erinnerung. So basically it was a huge pile of stones that should remind both sides we belong together. Das waren quasi alte Ikonen, ein Yeah. Haufen Steine und die sollten sie erinnern an etwas. Yeah, okay. So, that is basically at the end of the distribution of the land, the special parts here. Das ist so das Ende nach der Verteilung des Landes, der besondere Teil. And then we have the end of the life of Joshua in the last two chapters. Und dann haben wir die letzten 2 Kapitel, das Ende vom Leben Josuas. A final speech, Eine letzte Rede. and it says Joshua was old and well advanced in years, Das heißt, Josua war alt und fortgeschrittenen Alters. and he renews the covenant with them in Shechem. Und er erneuert den Bund mit ihnen in Sichem. So, tell me, where is Gilgal, where they usually met? Wo ist Gilgal? Da haben sie sich ja normalerweise At the getroffen. beginning, Am Anfang. you know? Wisst ihr wo? We're doing geography now, so. Geografie. This is yellow here. Yeah. So, Gilgal is right near to Jericho. Also Gilgal ist gerade in der Nähe von Jericho. So they entered the territory and camped here as a whole people. Sie sind ja über den Jordan und haben dann ihr Lager aufgeschlagen als ganzes Volk in Gilgal. Okay? And interestingly enough, they are in Gilgal up to chapter 14. Und sie sind All the time. in Gilgal bis zum Kapitel 14. Da ist ihr Hauptlager. Which means during the campaigns to take the land, they remained in Gilgal. They didn't move out and say, we settle here, we settle there. Also während ihrer Kreuzzüge im Land war das ihr Basislager und sie sind nicht immer gegengezogen. So they were in Gilgal, but at the end of the book they are in Shechem. Sie waren also in Gilgal, aber am Ende des Buches sind sie in Sichem. Where is Shechem? Wo ist Sichem? In the middle of the Yeah. next to Mount. Okay, here, Samaria, huh? Samaria. Shechem. Sichem. Oh, and here is Mount Ebal and Mount Gerizim. Ah, da ist ja noch Ebal und Gerizim. And that's where they moved the tabernacle. First Gilgal, then Shechem. Da war auch die Stiftshütte, erst in Gilgal, dann in Sichem. It was after, at the end of Joshua's ministry, that was the place where the tabernacle was located. Am Ende von Josuas Dienst war das der Ort, wo die Stiftshütte dann stand. Which is Samaria. In Samaria. Which is another reason why in the New Testament time the Jews don't like the Samaritans. Das ist ein anderer Grund, warum neutestamentliche Zeiten die Juden die Samaritaner nicht mögen. Theological reason. Theologischer Grund. The Samaritans said, we had the sanctuary and you stole it from us and brought it to Jerusalem. Die Samariter sagen, hey, wir hatten das Heiligtum bei uns und dann habt ihr das einfach geklaut und nach Jerusalem gebracht. And we had the 5 books and you added stuff to them. That's wrong. Und wir hatten die 5 Bücher und ihr habt dann noch mehr dazu geschrieben. Das So ist doch nicht in Ordnung. religiously they basically said, we are actually the original place of worship for Israel. Religiös gesehen sagen sie, hey, wir sind eigentlich der Ursprungsort dieser Religion. And theologically they said only the 5 books are binding, the rest is unimportant. Und theologisch sagen sie, hey, die 5 Bücher Mose, die sind bindend und der ganze Rest ist Firlefax. So there was also a theological difference between Jerusalem and the Samaritans. Also da gab es theologische Unterschiede zwischen Jerusalem und Samaria. Okay, and that's why they throw bones in between. Und darum schmeißen die ab und zu mal tote Knochen auf den Altar. Yeah. So, the last verses of Joshua say Joshua died. So who wrote this account? We don't know. Die letzten Verse, da steht ja, Josua starb, das hat er wahrscheinlich nicht mehr selber geschrieben, also wer war das? It's the same in Deuteronomy. At the end it says Moses died and he definitely didn't write that. Wissen wir nicht. Das gleiche wie bei am Ende vom 5. Mose, da steht Mose starb, das schreibt ja wahrscheinlich auch nicht mehr Mose. Since Moses had an assistant who was trained in writing, Joshua, we assume Joshua finished it. Weil Mose einen Assistenten hatte, den er im Schreiben ausgebildet hat, gehen wir davon aus, dass Josua 5. Mose fertigstellte. With Joshua, we assume in general that most probably much later Samuel, as the last judge, summed things up and wrote them Bei down. Josua wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass Samuel als der letzte der Richter quasi das ganze Buch So fertigstellte. Joshua wrote most of it, and then Samuel basically put it into proper shape. That's the Joshua idea.
Josua hat Josua hat den Blog geschrieben und Samuel hat ein Buch draus gemacht. But to be honest, that's only the idea because we don't have any better solution. Das ist die Idee, weil wir keine bessere Lösung haben. Okay, in many times theologians simply say, well, that's most probably how it was because they don't have any other idea. Meistens sagen die Theologen, vermutlich war das so, einfach weil sie keine bessere Idee haben. Okay. So which means we have more authors in the Bible, or people who write a lot of stuff than the numbers they're giving us. Also wir haben mehr Autoren in der Bibel als die Buchtitel verraten. Yeah, that's clear. Yeah. Yes. But in general, what we assume is that most of the books, as we have them, to the largest part were written by the people where we actually say it was. Aber wir gehen davon aus, dass die meisten Bücher, die wir haben, größtenteils auch von den Leuten geschrieben wurden. If you have a statement like there was no king in Israel at that time in Judges, it means somebody much later had to write that when there was a king. Also wenn man die Aussage im Buch Richter hat, damals gab es noch keinen König, muss man davon ausgehen, das wurde geschrieben zu einer Zeit, wo es dann einen gab. But that doesn't mean that they didn't write down anything during the time of Judges. Aber das heißt ja nicht, dass sie während der Richterzeit gar nichts aufgeschrieben hätten. Yeah, so there are little verses here and there where there must be someone else who added to it. Also es gibt immer wieder Verse, wo wir merken, da gibt es einen Herausgeber, der noch etwas hinzugefügt hat. Yeah. Okay? But, yeah. Through the Bible, we know that Joshua was trained spiritually by Moses. Well, how do you know that Joshua was also trained to record beside Moses? Wir wissen, Josua war geistlich von Mose ausgebildet. Woher wissen wir denn, dass er literarisch ausgebildet war? It would be normal if the term that is used for assistant is also used for someone who is a scribe of a king or so. Der Ausdruck, der verwendet wurde, dass Josua der Assistent Moses war, das ist normalerweise der Ausdruck, der auch für einen Schreiber verwendet wurde. So it would be a term, a helper basically in all spheres of necessity. Ein Helfer in allen notwendigen und auch administrativen Angelegenheiten. And writing down things will be part of the job basically. Und Schreiben war Teil der Aufgabenstellung. And a short question, what are those numbers up here? Up here. Was sind die kleinen Zahlen da oben immer? Yeah. Okay, what I try and do is I always write down the last verse of the chapter so I know how long it is. Ich schreibe immer auf, wie viele Verse das Kapitel hat, dass ich weiß, wie lang die sind. Okay, and the size of the boxes is proportional to the amount of text. Und die Länge des Kästchens ist immer proportional zur Länge des Textes. Okay, so we can say we have two halves which are almost equal. Wir können sagen, zwei Hälften, die sind ungefähr gleich groß. And we have the ending of the book with the covenant which is done at Shechem. Und wir haben ein Ende und Epilog mit dem Bund, der in Sichem geschlossen Now, wird. here Joshua is 110 years old. Da ist Josua wahrscheinlich 110 Jahre alt. It says in verse 29, Vers 29, chapter 24. Kapitel 24, Vers 29. So he really was old. Er war echt alt. Okay, but we don't know how old he was when they entered the land. Wir wissen nicht, wie alt er war, als sie in das Land einzogen. So we have to speculate a bit. Wir müssen spekulieren. We see in chapter 14 with the story of Caleb. In Kapitel 14, wo wir die Geschichte von Kaleb lesen, Caleb mentions that he is now 85 and still as strong as he was with 40. Kaleb sagt, er ist jetzt 85 und immer noch so stark wie mit 40. With 40 he spied the land, that's what he says. Mit 40 hat er das Land erkundet, sagt er. With 80 they started entering. Mit 80, 40 Jahre später, sind sie ja dann erst So reingekommen. chapter 14 must be 5 years later, somewhere around there. Also Kapitel 14 muss 5 Jahre danach sein. So it looks like the process of taking most of the land took them somewhere around 5 years or a bit more. Der Prozess, das Land einzunehmen, hat wohl plus minus 5 Jahre gebraucht. Okay? So about this their age, Joshua and all these guys, is it the same 12 months as we count that make 1 year? The same, because last week we thought the way the Hebrew or the Jewish count their numbers, sometimes it can be a little bit less Yeah. or more, like another possibility with the number of Israelites. Yeah. So how sure are we that this
numbers also in the same 12 corresponding to us. Also ist dort ein Jahr auch 12 Monate, weil wir haben letzte Woche gelernt, dass manchmal die Zählweise im Hebräischen anders ist. Now, they had a lunar calendar at that time, Sie hatten einen working with the moon, Mondkalender dazu mal. which would be 12 months with 28 days. Das sind 12 Monate von 28 Tagen. Okay, so that goes off a little bit, of course, to our calendar. Das passt natürlich nicht ganz zum Sonnenkalender. And therefore, every few years, they added an additional month. Und darum haben sie alle paar Jahre einen Zusatzmonat gehabt. So we have one day every 4 years, Wir haben den 29. Februar alle 4 Jahre. and they had an extra month every. I don't remember. I would need to read it. So Sie hatten einen extra few Monat years. alle paar Jahre. So it matches, Das passt more dann or auch less. wieder. Now, the challenge is that their way of counting is different to ours. Die Herausforderung ist, sie haben anders gezählt als wir. Because if they started a year and they were only 1 month into the year, Wenn sie ein neues Jahr begonnen haben und da war nur ein Monat gerade in dem Jahr halt drin, so 5 years plus 1 month, also 5 Jahre plus ein Monat, for a Jew that is 6 years. für einen Juden ist das okay 6 Jahre. Because the year started, Denn das neue Jahr hat angefangen, das so you zählt, count it. das zählt man. It's very inclusive. Sehr So inklusiv. if they say something like 3 years, it could be almost 5. Wenn sie 3 Jahre sagen, könnten das fast 5 sein. If they have 1 month on each side or 2. Wenn sie einen Monat da irgendwo noch links und rechts haben. Or it could be a little bit more than 1. Oder es könnte ein bisschen mehr als 1 sein. 1 year plus a bit of that and a bit of that. You have 3 years. Ein Jahr und ein bisschen von da, ein bisschen von da hast du 3. And that makes dating very difficult. Und das macht Datierung ein bisschen schwierig. So if you are, in Old Testament, if you are like 5 years off, no problem. Im Alten Testament, wenn du da 5 Jahre irgendwo daneben liegst, nicht so schlimm. That's pretty close. Das ist ziemlich nah dran. In the New Testament, we usually say 2 years, somewhere there. Im Neuen Testament sagen wir meistens 2 Jahre. Okay. So that makes dating a bit difficult. Das But the macht- calendar itself was very similar to ours. Das macht Datieren schwierig, aber ja, einmal um die Sonne war damals wie heute. Yeah. Okay. Good. So I think we got the structure of the book like this. Ich denke, wir haben die Struktur des Buches, The content as well. den Inhalt haben wir auch grob. We basically have the preparation in the first 6 chapters, Die 5 chapters, sorry. Vorbereitung in den ersten 5 Kapiteln. Then we have the learning phase where things went right and wrong, Dann haben wir die Lernkurve, wo Dinge gut laufen und schlecht, where they took more the territory in the middle. wo sie mehr Territorium in der Mitte des Landes eingenommen haben. We have the rest of the territories, including the summary, Wir haben den Rest des Territoriums mit der Zusammenfassung and that basically makes up the first half of the book. und das ist die erste Hälfte des Buches. Afterwards, they distribute the land. Nachher verteilen sie das Land, They repeat the stuff from east of the Jordan, sie wiederholen das östlich des Jordans and then they list the south, middle, and north, which is very boring reading. und dann führen sie das südliche, mittlere und nördliche Gebiet auf. Das ist langweilig zu lesen, But for them, it was very important because they knew their territories through that. aber für sie war das total wichtig, weil sie jetzt wussten, was sie kriegen. And then we have the few special cases, Dann haben wir die Sonderfälle, refuge cities and the Levites, Zufluchtsstädte, Freistädte und die Leviten. and at the end, the return of those who went back east of the Jordan. Und am Ende die Rückkehr derer, die wieder östlich des Jordans So sind. that summarizes the distribution of the land. Das fasst die Zusammenfassung zusammen. And at the end, like a theological ending, Und dann ein theologischer Abschluss. Joshua is giving his final speech, Josua gibt seine letzte Rede and he renews the covenant with the people, this time at Shechem. und er erneuert den Bund mit dem Volk, diesmal in Sichem. Okay, so what looks confusing when you read the book, Was verwirrend aussieht, wenn man das Buch liest, especially when you don't know the geography, besonders wenn du die Geografie eben nicht kennst, is actually very carefully composed. ist eigentlich sehr sorgfältig komponiert. And this is probably the key to try and find out how a book is arranged, and then we understand it better. Und das ist vermutlich ein Schlüssel, um herauszufinden, wie ein Buch angeordnet ist, und dann sehen wir auch. Okay, so with this we have some good ideas how the book is made up. Und mit dem haben wir ein paar gute Ideen, wie das Buch aufgebaut ist. Now again, the idea is not that now you have a chart and you know what's in the book, top down. Die Idee ist nicht, okay, du hast jetzt eine Karte und siehst, wie das Buch aufgebaut ist, von oben nach unten. No, I simply summarized my work here and try and help you with the structure
because of time reasons. Ich habe versucht, meine Arbeit zusammenzufassen und euch das aufzuzeigen aus Zeitgründen. You could do that yourself. Das könntet ihr selber It machen. just takes time and a lot of reading, that's all. Auch einfach Zeit, ein bisschen viel Lesearbeit And und if SBS. ever you do an SBS, you will realize it's fun Und wenn ihr eine SBS macht, werdet ihr feststellen, hey, das macht Spaß. most of the time. Meistens. Not all of the time. Nicht immer. Okay, we'll have a break here, huh? Machen wir Pause. Good. Thank you.